Seid gegrüßt, meine Aviation-Fans, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Piloten bei dichtem Nebel oder starkem Schneefall sicher landen können? Klar, die Antwort ist mit Instrumenten, aber was bedeutet das eigentlich genau? In diesem Video tauchen wir tief in die faszinierende Welt der Instrumentenlandesysteme, kurz ILS, und Autolandesysteme ein. Wir schauen uns übergreifend an, wie diese Systeme funktionieren, welche verschiedenen Typen es gibt und wie sie dafür sorgen, dass Flugzeuge, also schnallt euch an, macht es euch bequem und bereitet euch auf einen spannenden Flug durch die Welt der modernen Avionik vor. Ob ihr nun erfahrene Flugkapitäne seid oder einfach nur neugierig, wie diese Wunderwerke der Technik funktionieren. Dieses Video ist für euch. Lasst uns eintauchen und die Geheimnisse hinter ILS und Autolandung lüften. Stellt euch vor, ihr fliegt durch dichte Wolken. Null Sicht, nichts als grauer Schleier. Genau hier kommt das Instrumentenlandesystem, kurz ILS, ins Spiel. Das ILS sendet Piloten einen elektronischen Gleitpfad zum Flughafen. Es ist wie ein unsichtbarer Leitstrahl, der das Flugzeug sicher zur Landebahn führt. Moderne ILS-Systeme nutzen Localizer und Glideslope für präzise Informationen. Der Localizer hält das Flugzeug horizontal ausgerichtet, während der Glideslope den Sinkflugwinkel vorgibt. Marker signalisieren die richtige Position. Es gibt verschiedene ILS-Kategorien für unterschiedliche Sichtweiten. KT3C erlaubt Landungen bei Sichtweiten unter 50 Metern. Das ist wirklich beeindruckend, oder? Diese hochpräzisen Landungen sind dank ILS möglich. Es ermöglicht sichere Landungen bei schlechtem Wetter. Aber wie funktioniert das ILS im Cockpit? Die Signale werden auf den Instrumenten angezeigt. Ein vertikaler und ein horizontaler Balken zeigen den Kurs. Kreuzen sich die Balken, ist das Flugzeug auf dem Gleitpfad, weicht es ab, kann der Pilot den Kurs korrigieren. Das ILS macht die Luftfahrt sicherer und effizienter. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Piloten weltweit. Jetzt wird es richtig futuristisch, denn wir sprechen über Autolandesysteme. Früher waren automatische Landungen großen Verkehrsflugzeugen vorbehalten, aber dank des technologischen Fortschritts hält Autolandung jetzt auch in der allgemeinen Luftfahrt Einzug. Stellt euch vor, ein Pilot ist plötzlich flugunfähig. In so einem Notfall können moderne Systeme wie das Garmin G3000 die Kontrolle übernehmen. Das System wählt selbstständig den besten Landeplatz in der Nähe aus, setzt den Anflug fort und landet das Flugzeug vollautomatisch, und das ganz ohne Zutun des Piloten. Das ist natürlich nicht nur Science Fiction, sondern Realität. Autolandesysteme sind hochkomplexe Meisterwerke der Technik, die mit einer Vielzahl von Sensoren und Computern arbeiten, um das Flugzeug sicher zu landen. Sie überwachen ständig die Position des Flugzeugs, die Fluglage, die Geschwindigkeit und viele weitere Parameter, um im Notfall blitzschnell reagieren zu können. Allerdings sind auch Autolandesysteme nicht perfekt. Sie haben Windgrenzen, die ihre Einsatzfähigkeit beeinflussen. Bei starkem Seitenwind oder Turbulenzen kann es sein, dass eine Autolandung nicht möglich ist und der Pilot die Kontrolle manuell übernehmen muss.
Die Entwicklung schreitet aber rasant voran und zukünftige Systeme werden sicherlich noch leistungsfähiger und zuverlässiger sein. Wer weiß, vielleicht werden automatische Landungen schon bald zum Alltag gehören und das Fliegen noch sicherer machen. Kommen wir nun zum Herzstück des Ganzen, dem Cockpit. Hier werden alle Informationen des ILS und der Autolandesysteme verarbeitet und dem Piloten übersichtlich dargestellt. Nehmen wir als Beispiel den Airbus A320, eines der modernsten Flugzeuge der Welt. Das Primary Flight Display zeigt alle wichtigen Flugparameter wie Geschwindigkeit, Höhe und Kurs an. Das Navigation Display liefert eine detaillierte Navigationskarte. Sollte die Elektronik ausfallen, übernimmt das Backup-Instrument. Diese redundante Architektur sorgt für Sicherheit. Die Piloten hören auch akustische Signale. Diese helfen, die Situation richtig einzuschätzen. Kommentare sind herzlich willkommen. Die Cockpit-Hardware bietet den Piloten die bestmögliche Unterstützung. Manche Flughäfen sind aufgrund ihrer geografischen Lage oder der umliegenden Bebauung besonders anspruchsvoll. Ein Paradebeispiel dafür ist der Flughafen Gibraltar, der direkt an einer hohen Felswand liegt und dessen Landebahn vom Meer begrenzt wird. Um die Sicherheit an solchen Flughäfen zu gewährleisten, kommen spezielle ILS-Adaptionen zum Einsatz. Eine dieser Adaptionen sind Hindernisdatenbanken. Diese Datenbanken enthalten detaillierte Informationen über die Höhe und Position von Hindernissen in der Umgebung des Flughafens, wie zum Beispiel Berge, Gebäude oder Sendemasten. Das FMS Flight Management System kann diese Daten nutzen, um den ILS-Gleitpfad so zu gestalten, dass das Flugzeug sicher an allen Hindernissen vorbeigeführt wird. Ein weiteres Beispiel sind Curved Approach Systeme. Diese Systeme ermöglichen es Flugzeugen, gekrümmte Anflüge zu fliegen, anstatt sich auf einer geraden Linie der Landebahn zu nähern. Das ist besonders an Flughäfen wie Gibraltar hilfreich, wo ein direkter Anflug aufgrund der Hindernisse nicht möglich ist. Diese Sicherheitsupgrades zeigen, wie flexibel und anpassungsfähig die Flight Management Systeme in Verbindung mit ILS sind. Es kann an die unterschiedlichsten Bedingungen angepasst werden und sorgt so für ein Höchstmaß an Sicherheit, selbst an den anspruchsvollsten Flughäfen der Welt. Schauen wir uns eine KT-3B-Landung in Frankfurt an, durchgeführt von einem Lufthansa Airbus A380. Dichter Nebel liegt über dem Flughafen, die Sichtweite beträgt weniger als 50 Meter. Die Landebahn ist praktisch unsichtbar. Der A380 ist mit einem hochmodernen KT-3B ILS ausgerüstet. Der Autopilot übernimmt und folgt dem elektronischen Gleitpfad. Verschiedene Systeme überwachen die Position und Geschwindigkeit. Der Radarhöhenmesser misst die Höhe über Grund. Die Finalflare-Software berechnet den optimalen Zeitpunkt für das Aufsetzen. Die Piloten verfolgen die Landung auf ihren Instrumenten. Das Flugzeug setzt sanft auf. Die Passagiere landen sicher und komfortabel in Frankfurt. Moderne Technologie sorgt für maximale Sicherheit. Das ILS und die Autolandesysteme
ermöglichen sichere Landungen bei schlechter Sicht. Das war's für heute, meine Freunde. Wir haben uns die faszinierende Welt der Instrumentenlandesysteme und Autolandesysteme angesehen und gesehen, wie diese Technologien dafür sorgen, dass Flugzeuge selbst bei Nebel, Schnee und anderen widrigen Bedingungen sicher landen können. Von den verschiedenen ILS-Kategorien über die Funktionsweise von Autolandung bis hin zu den Sicherheitsupgrades an anspruchsvollen Flughäfen. Wir haben einen umfassenden Blick auf die Technologie geworfen, die uns sicher ans Ziel bringt. Ich hoffe, ihr fandet diesen Ausflug in die Welt der Avionik genauso spannend wie ich. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und immer schön die Flügel steif halten.